Herzlich willkommen zurück bei der Quest Forest. Autosave, Save 9, Empty, Save. So. Ich will das gar nicht. So. Oh Gott, ey. Bitte nicht. Aber ich dachte mir, oh, kann ich ja mal wieder starten. Ich weiß gar nicht mehr genau, was wir jetzt erreicht hatten und was wir gemacht haben. Noxxrogg Cave Series. Okay, wir müssen Höhlen finden. Oh Gott. Ach ja, richtig. Hier wurden wir von der Axt, mit der Axt beworfen. Schlimme Sache. Wir suchen jetzt Höhlen. Das ist jetzt der Plan. War hier irgendwas? Oh Gott. Ah ja, ich bin drüber. Okay, es ist aus. Ist das richtig so? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Können wir die alle ausmachen? Okay, irgendwie. Okay, wenn man die ganze Zeit rennt, hat man FPS-Probleme, merke ich gerade. Okay, kann ich nicht ausmachen. Und hier kommen wir gerade, ne? Vom See. Ich glaube, das ist der See. Ja, richtig. Gott sei Dank ist es noch Tag, also in echt. Deswegen, boah, habe ich ja gar kein Problem hier mit. Falsch, nein, doch, habe ich doch. Möchte nicht sterben. Ich gehe jetzt aber fast davon aus, dass fast alle Events hier getriggert sind durch das Betreten von bestimmten Gebieten oder so. Und nicht zwangsweise random Events sind. Okay, ich glaube, das ist neu. Ich glaube, das haben wir noch nicht. My father liked my frequent trips into the forest. As a deterrent, he used to tell me tales of feral wolves that roamed through the trees, hunting in packs and ripping apart any animal or human they encountered. To this day, I believe that the wolves were nothing more than stories told by an overbearing parent because I never saw, heard, or sensed their presence. I think that's because the forest has always been a beautiful and peaceful place to me. Exactly the way I imagined it from my books. Not the dangerous place I was told existed beyond the tree line. Every step I take deeper into the forest highlights its beauty. The sweet-smelling flowers, the harmony of singing birds, the squirrels that jump skittishly from one tree to another, and even the insects that find their haven amongst the varied plants. One particularly sunny day, I was walking in the forest when I heard a noise from the bushes. It was not the rustling of wind on leaves, but something lurking in the undergrowth. My mind, though normally calm amongst the trees, immediately jumps to thoughts of wolves waiting to pounce. I took a cautious step back, and as though it had suddenly been its chance to escape, a rabbit jumped from the underbush and bolted for its hole. The next I returned with a carrot for the rabbit and placed it in front of its home. Within 30 minutes it reappeared, sniffing the food cautiously, allowing me to get a better look at it. Its coat was shining silvery grey, and around its right eye was a perfectly circular patch of black fur. Within 2 weeks it was eating out of my hand. The rabbit's bravery was short-lived. Its comfort in the presence of humans made it easy target for the settlement's hunters. Sometimes I think animals deserve more sympathy than humans. Das war tatsächlich mal eine schöne, erfrischende Story hierfür. Oh Gott, was war das? Was konnte ich machen? Da kommt bestimmt jetzt kein Hase. Ach, dafür haben wir die Karotte vorhin aufgehoben. Ist bestimmt ja aus Monty Python. Der Hase. Nee, dann wären wir schon tot. Okay. Vielen Dank, Herr Hase. Okay, das Herzklopfen...
Wie konnten wir jetzt nochmal... Ich möchte nur mal kurz was nachgucken, wenn ich wüsste, wie... das ging. Können wir irgendwie Inventory oder sowas sehen? Ach ja, mit U, I, J. Okay, 1. Okay, also einmal ein Altar können wir tatsächlich noch finden. Ich gehe davon aus, dass wir hier oben noch nicht waren. Und ich glaube, damit haben wir den nächsten Altar gefunden. Gut, die Frage ist jetzt nur, wie kommen wir weiter? Meinetwegen ins nächste Gebiet. Ich weiß es nicht, ich weiß es. Okay, also je weniger Ausdauer ich habe, umso grauer wird die Welt. Guck mal, das Feuer ist schon wieder an. Okay, ich sollte zum Feuer. Hallo? What? Das ist jetzt... was? Bin ich in einem anderen Gebiet? Nein. Hä? Bin ich im Rabbit's Den? Boah, das ist ja ohrenbetäubend. Wieder richtig auf den Lautsprechern, also auf den Kopfhörern weh. Light Crystals. Höhlenmalereien. What? Wurde doch gerade gesprengt, das ist ja nichts, was jetzt... Okay. Hier laut ein Boss. Selbst mit mehreren Leuten scheinbar unbesiegbar. Soll ich da runter? Kann ich da runter? Ist das sinnvoll? Muss ich da runter? Ich muss da runter. Und ich kann mich nicht bewegen. Und jetzt, oh Gott, was ist das denn? FPS Drop der Hölle? Was ist das? What? Hä? Wie sind wir denn überhaupt in die Höhle gekommen? Nee, ich dachte, das wäre ein Auge. Ich glaube, das ist auch nur die Decke, oder? Was ist das? Das ist ein Tunnel. Nee, was? Oh Gott. Oh, holy fuck. Zum Licht, zum Licht. Tschüss. Was ist gerade passiert? Ich bin in der nächsten Sektion. Es tut mir leid, ich muss mal kurz die Maus-Sensitivity oder so höher stellen.
No. Hä? Okay. Das war auf jeden Fall ein Fehler vom Spiel. Gut, Early Access. Ja. Noch habe ich tatsächlich gar nicht so große Angst hier. Es hätte schlimmer sein können eben auch. Für mich jetzt mental. Und das möchte ich auch machen. Aber langsam hinterher. Cool, durften wir sogar machen. Okay, also ja, ich meine langsam schleicht sich die Atmosphäre wieder ein. Wir gehen noch nicht zum Haus. Das sieht uns zu sicher aus. Der Typ winkt uns. Hallo, hi. Ah, ich habe keine Kamera an. Sonst würdet ihr mich jetzt winken sehen. Oh, was ist hier los? Was ist los? Komm im Sumpf. Die Frösche sehen exakt so aus wie im Spiel Miscreated. Also auch vom Sprung her. Das macht... befestigt er eine Notiz? Ist das so? Blut rangeschmiert oder so. Oder Blut geleckt, wer weiß. Vielleicht wurden da Leute... oder Blut rangeschmiert von irgendwem. Ah, okay, das bedeutet das Schild also. Das bedeutet das Schild also. Okay, das heißt aber, wir können da aber rüberspringen oder so. Wir schauen mal. Aber theoretisch sehen wir jetzt das Vieh wieder, ne? Wir gucken mal. Yes. Oh Gott, falscher Sprung. Ach Gott, ich bin so dumm. Oh Mann. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Das machen wir erneut. Nur springen üben. Ich kann noch mal hier gucken, was hier ist. Was hier ist. Ja, kannst du da bleiben. Okay, wir gucken mal. Die Musik wird bedrohlicher, das ist auch nicht schön. Was? Das ist unsere... Das sind nicht unsere Hände. Wach auf. Wach auf. Oh, holy fuck.
ich habe mich ein bisschen erschrocken, muss ich zugeben. Ich glaube, ich bin jetzt noch tiefer im Sumpf gefangen, oder was? Hä? Oh Gott, da müssen wir springen. Okay, wie weit werden wir zurückgeworfen? Hat er ihn gespeichert? Ich glaube nicht. Och Leute, das müssen wir dann komplett normal machen. Ist das ernst gemeint? Das ist ja fies. Dann machen wir das halt. Ist so. Uns bleibt nichts anderes übrig. Das interessiert mich zu sehr. Exakt das gleiche Event. Ich erwarte gleich eine Vogelscheuche. Das ist exakt das Normal. Egal, wo wir lang gegangen wären. Das heißt, das ist so gesagt ein Pflichtevent. Wenn wir das wahrscheinlich durchhaben, können wir ganz normal den Sumpf betreten, um uns dann in eine Richtung einmal umzusehen. Gleich kommt die Vogelscheuche. Oh. Wie sieht sonst hier aus? Ah, eine Notiz. I have lived here all my life, playing in the fields under the watchful eye of the scarecrows. My neighbor, an old man whose name I do not recall, used to spend a lot of time in his garden. He was a settler with a violent skin condition. That meant most of his life was spent alone and away from the comfort of others. As he sowed, also sehen, oder in dem Fall, as he sowed his small plot of land, also, nicht bewirtschaften, was will ich denn sagen, wie heißt das Wort? Bestellt, als er sein kleines Feld bestellt hat. Bestellt ist das Wort, ja. As he sowed his small plot of land, he spoke in hushed tones to a scarecrow, and I began to notice that the other villagers purposely looked away when he did this. One day passing, the old man conversing with the straw one, I grew suddenly bold. Do you believe the scarecrows will speak back? I asked. It's not wise to say such things, little girl. A scarecrow cannot talk. He smiled darkly. However, the same cannot be said of what is living inside it. It grows stronger every day, and as it waits, it watches. Nothing can stop it. I suggest that you don't try to stand in its way. His face grew suddenly ashen, and he spoke again to the scarecrow. No, I didn't. She's harmless. You won't tell anyone, will you? He grew more and more frantic, his hands reaching out to grab me, to beg me to keep a secret that I didn't understand. I ran. The next day the old man was found dead. His garden quickly started to rot, as though the land had been poisoned. Soon after I contracted a dreadful fever. As I lay awake, tossing and turning, I looked out of my window and saw the scarecrow pressed up against the glass. I hid under the covers and eventually fell into a restless sleep. When I woke up, he was gone. But from that point on, I have always felt his eyes watching me from the fields. He helps me follow everyone. Mr. Strawhead is a very good friend. So, Stockholm-Syndrom.
Von der Vogelscheuche aus. Naja, das ist na okay. Naja. Jedem das Seine. Okay, hier wurden Tote angebetet scheinbar. Muss ich dann wieder zurück in die Richtung? Hä? Ich bin noch drauf. Ah, es tut mir leid, es tut mir so leid.